Und dann also hallo und guten Abend YouTube zu einem etwas anderen Unboxing heute. Nichts Technisches, nichts YouTube-Spezifisches, sondern mal einfach was völlig anderes. Und zwar hat mich eine gute Freundin für die Pusheen-Box angemeldet. Und ganz kurz als Erklärung, was ist jetzt eigentlich die Pusheen-Box? Naja, das ist wie auch die Loot Chest, Loot Raider, die Abo-Box von Get Digital oder One-Up-Box oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Letztendlich eine Subscription-Box, die ihr dann, wie der Name impliziert, abonnieren könnt und dann wird euch das entsprechend zugeschickt. Bei der Pusheen-Box gibt es jedes Jahr 4 Stück und ihr könnt diese einzeln bestellen für $44 oder aber ihr abonniert gleich das Ganze im Jahresplan für $160. Das heißt, es ist dann ein klein wenig günstiger. Dazu kommen für Deutschland dann nochmal $25 an Versandkosten, was schon ganz schön happig ist. Dafür ist der Versand dann aber auch versichert. Das heißt, wenn es irgendwo zwischendurch verloren geht, seid ihr da entsprechend mit abgesichert und ihr kriegt natürlich auch eine Tracking-Nummer, sodass ihr es nachverfolgen könnt. Und dann kommt der Zoll noch hinzu, darf man leider auch nicht vergessen, sind dann auch nochmal 10 Euro, je nachdem, aber auch wie euer Zollbeamter gerade drauf ist. Also bei mir waren es auch kurz davor, die Versandkosten, die in der Jahresplanrechnung quasi für alle 4 Pakete aufgelistet waren sie kurz davor, das entsprechend nicht irgendwie zu teilen auf 4 Kisten. Dann hätte ich quasi nochmal Steuern für 4 Boxen zahlen müssen, obwohl ich eigentlich nur eine gerade bekommen habe. Ist aber auch ewig kompliziert. Jetzt vielleicht am Ende noch was. Jetzt aber erstmal hier zum Inhalt. Und eigentlich hatte ich vor, ein schönes Überraschungsunboxing zu machen, weil es wahrscheinlich auch sehr viel spaßiger gewesen wäre. Aber ich musste das im Zoll schon einmal auspacken. Gut, kann man nichts dran ändern. Wir sehen vorne, gibt es einerseits ein wunderschönes Gesicht von Pusheen. Auf der Rückseite haben wir dann natürlich auch eine Katzenrückseite. Die Seiten sind einerseits leer, andererseits gibt es Social Media Kanäle und dann gibt es natürlich noch die Unterseite mit ganz süßen Katzenpfoten. Wunderbar. Kommen wir aber mal zu dem eigentlichen, was uns wirklich interessiert, nämlich dem Inhalt des Paketes. Schauen wir hier einmal rein. Und wenn wir das aufmachen, dann sah das in etwa, ich muss es ja wieder einpacken nach dem Zoll, sah das in etwa dann so aus. Wir bekommen einerseits ein schickes Kärtchen, auf dem dann jetzt auf der Rückseite entsprechend aufgelistet ist, was alles in der Box tatsächlich drin ist. Der Zoll hat sich über diesen Zettel zum Beispiel ziemlich gut gefreut, weil davon haben sie sich dann einfach eine Kopie mit noch zusätzlich gemacht, damit sie das in die Unterlagen entsprechend wegheften können. Und ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und schauen, was hier so alles drin ist. Ganz oben drauf haben wir schon eine Pusheen-Abbildung, ja, die gerade beim Backen ist. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen aufrollen, dann hat die natürlich auch noch eine Kochmütze auf. So, was könnte das also sein? Klar, eine Kochschürze. Ist leider, oder wirkt zumindest erstmal ein bisschen kurz. Ich habe sie noch nicht anprobiert, also vielleicht ist es dann nochmal ein bisschen anders, wenn man sie tatsächlich einmal umgehängt hat. Aber ansonsten sieht sie auf den ersten Eindruck ein bisschen kurz aus, wie ich finde. Dafür kriegt ihr dann aber auch 3 große Taschen, für was auch immer ihr die dann großartig nutzen wollt. Ja, und ansonsten vom Material der Kochschürze, für die es interessiert, 85% Polyester, 50% Baumwolle, würde ich mal sagen, ist mehr oder weniger Standard heutzutage. Wir machen weiter. Und zwar gibt es darüber hinaus dann natürlich auch im Thema, also das muss ich vielleicht noch kurz hinzufügen, jede Box hat dann immer auch noch ein gewisses Grundthema. Und in diesem Falle liegt das ganz klar auf Essen. Also nicht, dass jedes Item unbedingt jetzt irgendwie was zum Essen ist oder einen direkten Bezug zum Essen hat, aber in seinen Abbildungen zum Beispiel auch. Das hier sind 3 Paar Pusheen-Socken. Ja, wir haben hier einmal welche, die sind vornehmlich gelb und haben Pusheen im Prinzip Pizza essen mit drauf und sind dann im Weiteren halt wie ein Stück Pizza dekoriert. Dann haben wir einmal Pusheen, die Cookies ist. Dementsprechend sind die Socken auch sehr hell und haben jede Menge Cookies mit drauf. Auch sehr süß. Und dann schlussendlich noch eine Donut essende Pusheen.
Und die Socken sind dann, ja, doch ziemlich rosa. Bin ich noch ein klein wenig skeptisch, aber ich finde die Socken ultra cool irgendwie. Und ich werde die morgen definitiv anziehen. Und ich werde vermutlich sogar ein wenig Videomaterial davon hier jetzt mal mit einblenden, damit ihr das mal sehen könnt, wie die auch getragen aussehen. Denn ich weiß zum Beispiel nicht, wie die sich größentechnisch verhalten. Steht zwar Größe 1 drauf, aber wie sich das Ganze jetzt verhält, ja, muss man sehen. Auch die Socken, klar vom Material her, Polyester. Was erwartet man heutzutage eigentlich noch großartig anderes? Aber die sind verdammt cool, muss ich schon sagen. Machen wir weiter mit, ich glaube, ja, das ist eigentlich so ziemlich mein Lieblingsstück in dem Ganzen. Und es ist, glaube ich, unschwer zu erkennen, dass es ein Regenschirm ist. Und da wird sich der eine oder andere fragen, wieso ist ein Regenschirm jetzt ausgerechnet dein Lieblingsstück? Ja, das wird sich gleich zeigen, wenn wir den einmal auspacken. Im ersten Moment hätte ich irgendwie was erwartet von einem riesigen Puschinenkopf, der noch Ohren mit drauf hat, aber es ist meiner Meinung nach sogar noch ein Stückchen besser geworden. Und zwar, wenn wir den einmal aufspannen, dann haben wir hier im aufgebauten, aufgespannten Zustand entsprechend auf jedem Segment eine lachende Puschine mit drauf. Und ganz ehrlich, ich finde das Ding genial. Also wenn ich mir da vorstelle, dass man so irgendwie durch die Straßen läuft und man sieht dann tatsächlich jemanden, der so einen genialen Regenschirm hat, der einfach nur, ja, so fröhlich aussieht. Auch wenn er grau ist, aber doch wieder so fröhlich, so niedlich. Das erheitert doch eigentlich schon wieder jeden Regentag dann irgendwo. Gut, oder man gehört zu den Miesepetern, die dann an vorbeilaufen und sich sagen, was ist denn das für ein komischer Vogel? Aber ich persönlich finde ihn echt cool und der wird definitiv bei den nächsten Regenschauern irgendwann zum Einsatz kommen. Weiterhin sind natürlich auch noch so ein paar Kleinigkeiten mit dabei, die dann irgendwie, weiß nicht, schon noch cool sind. Versteht mich da nicht falsch, aber dann ja dann tendenziell doch also so, ja, ein paar Auffüllartikel sind. Also wir haben hier zum Beispiel auch Anstecker, die man sich an Klamotten, Mützen, Taschen, alles Mögliche ranmachen kann. Ist, glaube ich, auch nichts Weltfremdes jetzt unbedingt. Und einerseits halt mit einer Pizza-Puschine, einmal einer normal sitzenden Puschine, die ein Cookie ist, und dann natürlich noch eine mit Donut. Auch sehr cool, obwohl ich die fast ein bisschen zu dunkel finde von der Fellfarbe her. Aber ich glaube, das ist minimale Kritik, dass die Farben da vielleicht ein bisschen besser sein könnten. Weiterhin haben wir hier noch einen Schlüsselanhänger mit drin. In Form eines Schlüssels dann, was auch schon wieder recht lustig ist. Vielleicht wäre es auch irgendwie cool gewesen, wenn das Ganze tatsächlich wirklich nur so ein Plastikaufsteckteil hier oben gewesen wäre, sodass man seinen eigenen Schlüssel hätte da entsprechend mit reinstecken können. Das wäre auch ziemlich cool gewesen, glaube ich. Aber auch so absolut in Ordnung. Gehen wir mal nach ganz unten hier einmal auf Fix. Da gibt es dann mehr oder weniger obligatorisch Sticker-Sets. Ja, 3 Stück, dreimal das gleiche. Und da haben wir einerseits Puschine mit Eis, Puschine mit Pizza, ein Cupcake, was war das andere hinten? Achso, Puschine mit einem Hamburger, dann da unten auch nochmal Puschine mit noch mehr Cookies, Donut, Sterne und eine Puschine auf einem, ja, Softdrink. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, das ist in etwa ein adäquates Größenverhältnis zwischen Katze und Softdrinkbecher in den USA. Ohne da wirklich viel zu betreiben, teilweise sind die Softdrinkbecher in den USA echt gigantisch. Wir haben aber natürlich noch mehr, und zwar geht es dann hier weiter, auch wieder zum Thema Kochen und Backen. Gibt es dann hier eine Plätzchenform zum Ausstechen. Und dabei dann nicht nur einfach die Außenform nachempfunden, sondern auch, wie man hier drin sieht, entsprechend mit hervorgehoben noch die weiteren Schnurhaare und so ein bisschen Gesicht. Und das Coole ist, dass man hier dann zum Beispiel auch von oben entsprechend auf den Plätzchenteig draufdrücken kann. Ich zeige das hier nochmal. Und dann wird entsprechend das Gesicht reingedrückt, und ich hoffe, dass man das vielleicht so halbwegs dann irgendwie nutzen kann, um quasi die Form ein bisschen leichter aus dem Teig rauszukriegen. Ist schon verdammt cool, aber nicht hundertprozentig die richtige Jahreszeit. Sowas hätte eigentlich eher in die Winterbox gemusst oder in die Herbstbox, damit man dann passend zur Plätzchenbackzeit entsprechend diese Form mit hat. Oder man macht jetzt natürlich einfach Sommerkekse. Das geht natürlich auch. Gehen wir weiter. Wir haben tatsächlich noch jede Menge mehr hier drin. Na gut, 2 Sachen, aber das ist schon insgesamt jede Menge. Und zwar gibt es einmal dann hier aus Porzellan noch etwas. Und zwar
ist das quasi ein Becher, in dem man kleine Pflanztöpfe reinstellen könnte oder auch das Ganze als Stiftebecher nutzen kann, wie es dann auch schon auf der Verpackung angedeutet wird. Ich finde es cool, dass das Ganze aus Porzellan ist. Es wirkt tatsächlich recht hochwertig, kann man schon so sagen. Auch die Bemalung sieht jetzt nicht unbedingt irgendwie schlecht aus. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, irgendwie was in dieser Richtung dann dafür zu finden. Ja, also das sind einfach irgendwelche Kunstpflanzen von Ikea für, was waren das, 3 Euro oder so. Und wenn man sowas vielleicht noch ein bisschen kleiner finden würde, dann könnte man es hier ideal reinstellen. Und das würde schon echt verdammt cool aussehen, wie ich finde. Das hätte schon verdammt Stil, wenn das dann hier so im Hintergrund mitstehen würde. Einen haben wir noch und dann ist die Kiste jetzt dann auch leer. Bei dem ist ein bisschen schade, weil dieses Teil ist tatsächlich im Transport ein klein bisschen kaputt gegangen. Aber nichts Weltbewegendes, also das kann man kinderleicht wieder reparieren. Und zwar ist hier einmal dieses Teil abgebrochen. Das ist aber absolut nichts Gravierendes, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar ist das eine Pusheen, die quasi am Teig sitzt, die Pfoten noch im Teig drin hat, also die Haare kriegt ihr definitiv nicht mehr da raus. Und an und für sich würde dann auch dieses kleine Nudelholz noch entsprechend da vorne mit drauf liegen. Es sieht auch tatsächlich so aus, als wäre das nur irgendwie mit 2 Tropfen Sekundenleber festgemacht gewesen. Insofern, das ist kein großes Problem, das wieder da dran festzukleben. Also da hätte schon Schlimmeres kaputt gehen können. Beispielsweise dieser Pflanzstoff hier hätte auch beim Transport gut und Kenia kaputt brechen können. Da wäre es dann schon wieder ein bisschen schwieriger gewesen, das zu reparieren. Aber das hier ist absolut kein Problem weiter. Kommen wir jetzt hier vielleicht am Ende mal zu einem kleinen Fazit, ob die Box denn überhaupt empfehlenswert ist. Und grundsätzlich würde ich sagen, mir gefällt sie echt super. Es ist alles echt super süß, also besonders der Regenschirm, den feiere ich total. Und die Socken sind auch mega cool, auch wenn ich da anfangs echt ein bisschen skeptisch war, aber ich glaube, die können echt cool aussehen. Ich bin zwar immer noch skeptisch mit dem Rosa, aber ich probiere es auf jeden Fall an. Und ich glaube auch diese Porzellan-Schale, Vase ist auch ziemlich cool, wenn man da tatsächlich dann irgendwas mit drin hat. In dieser Box insgesamt gibt es dann einige Sachen, die kann man auch so sicherlich offiziell dann als Merchandise kaufen und einige Sachen sind wirklich exklusiv, zumindest erstmal nur für diese Box gemacht worden. Also wirklich als exklusiv deklariert wurden dann die Vinylfigur, der Regenschirm sowie auch die Kochschürze. Ich würde aber fast vermuten, dass zum Beispiel auch der kleine Pflanztopf hier durchaus mit exklusiv ist, sowie auch der Cookie Cutter. Dann beispielsweise auf den Verpackungen steht Pusheen Box mit als erste URL mit drauf. Also da würde ich nahelegen, dass das Ganze dann doch schon eine Exklusivität für diese Box hat, zumindest erstmal. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist das alles echt eine ganze Menge, was man hier bekommt für das, was man bezahlt. Eben wie gesagt die $44. Und wenn ihr in den USA wohnen würde, würde ich ohne Umschweife sagen, go for it. Das ist eine super süße Box insgesamt. Auch ein klasse Geschenk, wenn ihr irgendjemandem, glaube ich, eine Freude machen wollt. Aber wenn ihr außerhalb von den Vereinigten Staaten von Amerika wohnt, dann sieht das Ganze, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders aus. Weil hier dann zu dem Preis von $44 für die Box entsprechend nochmal 25 für Versand draufkommen und dann entsprechend nochmal die um die 10, 11 Euro an Mehrwertsteuer, die ihr in Deutschland nachzahlen müsst, sodass ihr insgesamt auf 80 bis $90 an Gesamtkosten für eine solcher Boxen kommen würdet. Und dann ist es tatsächlich echt schon, da muss man schon sehr leidenschaftlich mit dabei sein, dass man das noch machen würde, weil das ist dann doch schon nachher im Endeffekt eine ganze Menge Geld und sehr viel an Geld, was dann auf den eigentlichen Boxpreis oben mit drauf kommt. Zudem nimmt es natürlich auch sehr viel von der Überraschung dann, wenn man zum Zoll laufen muss und das da auspackt und wenn es dann wie in meinem Fall eigentlich dann als Geschenk gedacht war und als Überraschung, dann ist die Überraschung einfach hinfällig und man macht das dann relativ unromantisch vor Zollbeamten auf. Das ist dann doof. Aber nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin unglaublich dankbar über diese Box und es war dann eigentlich auch eine Riesenüberraschung, als ich dann erfahren habe, dass ich so eine Box kriege. Das hat mich schon mal tierisch gefreut und als ich dann erfahren habe, dass ich sogar 4 von diesen Boxen kriege, natürlich habe ich mich mega gefreut und die ganzen Teile sind natürlich auch alle echt super süß
Und ja, da bin ich echt dankbar drüber. So ist nicht. Insofern ein riesen Dankeschön in die Richtung, aus der das Paket gekommen ist. Abschließend kann man eigentlich sagen, super süße Box. Klasse Geschenkidee, wenn ihr das irgendjemandem verschenken wollt. Keine Frage. Allerdings ist es halt außerhalb der USA. Würde ich es nicht zwingend weiterempfehlen, was ist ein ziemlich hoher Aufwand entsprechend mit dem Zoll. Das einerseits dann wieder da zur Hand haben und andererseits sind es eben auch relativ hohe Mehrkosten, die ihr dafür aufbringen müsst, dann zusätzlich noch zu der Box. Was ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz, ich gehe mir jetzt die Socken anziehen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was denn hier jetzt so euer Lieblingsteil mit dabei gewesen ist und was ihr vielleicht irgendwie gerne haben wollen würdet, wenn ihr könntet. Und ansonsten, wenn ihr vielleicht noch andere Videos sehen wollt, dann schaut links und rechts vorbei oder abonniert mich sogar. Es kommen definitiv auch noch andere Videos zu anderen Themen. Also, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.